Ist er. Du hast es vielleicht mitbekommen, David. Schön, dass du da bist. Das erste Mal seit 211 Tagen können wir jetzt ein bisschen Live-Musik hier hören. Es ging überhaupt nicht mehr in Wegen dieser Aerosolwolke, die beim Singen dann... Genau. Ganz genau. Und auch wegen, man viele Menschen braucht, um irgendwie Bands zu verkabeln etc. Da hast du es mit der Geige ein bisschen einfacher. Genau. Bei dir ist alles direkt dabei, genau. Du hast einen Soundtrack deines Lebens zusammengesammelt. Wie müssen wir uns das vorstellen? War das so wie bei vielen Menschen, die in der Corona-Zeit Zeit hatten und dann irgendwie zu Hause die Musiksammlung durchgegangen sind? Mit Sicherheit. Also es war schon so, dass man natürlich plötzlich viel mehr Zeit gehabt hat, sich nochmal Sachen anzuhören. Man hat natürlich auch sich viel im Fernsehen, Netflix, was es da auch immer gibt, sich angeschaut. Und so ist ein bisschen dieses Album entstanden. Mir war ganz wichtig, dass wir ein positives Album mit einer positiven Message rausbringen, was ja so ein bisschen auch zeitgemäß ist, gerade in den Zeiten. Ist es denn so, dass du, wir haben das gerade schon gesehen, Happy Pharrell Williams, ja. Du spielst alle Instrumente selbst in der Stadt. Hattest du auch die Zeit dafür einfach oder wie kamst du drauf? Na, ich bin darauf gekommen, weil ich finde, man muss sich immer was Neues einfallen lassen und da wir auch einen Videodreh gehabt haben und die Band nicht einfliegen konnten, habe ich gesagt, okay, ich mache eine Nummer, wo wir wirklich ein kleines Orchester hinter uns haben und dann spiele ich halt jeden Track ein. Body Percussion und halt versucht das irgendwie so hinzubringen. Musstest du was neu lernen dafür? Nein. Hast du alles drauf gehabt? Hatte ich schon irgendwie. Jetzt ist auf dem Album erfahrungsgemäß natürlich relativ wenig Platz im Verhältnis zu der Musiksammlung und zu den Filmen und zu den Fernsehserien, die du gesehen und gehört hast. Wie hast du das ausgewählt, was aufs Album gekommen ist? Naja, wir haben ja schon relativ viel drauf mit der Doppel-CD, also sind knapp 24 Tracks. Aber natürlich gibt es da immer noch viel mehr Material, aber ich habe mich schon auf die Sachen konzentriert, die für mich jetzt auch in der Zusammenstellung gut gepasst haben. Jetzt wird der ein oder andere Zuschauer sagen, jetzt hat er die Geige in der Hand, wann spielt er denn mal? So, ja. Das ist, weißt du, das ist so früh morgens. Ich muss dass du mich drauf ansprichst. Das ist ein super Partyspiel eigentlich, ne? Ja. Ich spiele was vor und du rätst und welcher Film überhaupt ist, was es nicht. Staying Alive. Ja. Ganz kurz, du hast gerade gesagt, oh ja, es ist so früh. Ab wann spielst du denn eigentlich Geige? Es kommt immer auf die Uhrzeit an, aber ist schon ein bisschen früh. Also 6 Uhr morgens aufstehen. Normalerweise ist nicht da bin ich noch ein bisschen Künstler, eher so 8 oder 9. Okay. Staying Alive, also die Bee Gees, die 70er, du bist ja quasi ein Kind der 80er gerade erst noch, oder 80 geboren, jetzt 40 geworden gerade. Ist das für dich ein Thema eigentlich so, die 40? Überhaupt gar nicht, aber scheint ein Thema zu sein. Viele Interviewpartner haben gefragt oder nachgefragt. Ich hatte einen wunderschönen Tag, ich habe mich echt auf den Geburtstag gefreut. Ich finde das doch auch in gewisser Weise eine kleine persönliche Auszeichnung, wenn man es bis dahin geschafft hat. Und ein große Party aber nicht, oder? Na, große Party ging ja halt nicht. Ja. Aber es ist ja auch ein schöner Moment, wo man reflektieren kann auf all die schönen Sachen, die man erlebt hat. Und bei so einem Geburtstag nimmt man sich auch die Zeit, auch mal das so ein bisschen zu vergegenwärtigen, was da alles Tolles in meinem Leben passiert ist. Ich glaube auch, das ist es eigentlich, dass Menschen immer so ein bisschen Stationen brauchen. Deswegen fragt man auch nach diesem Geburtstag, das ist klar. Was waren Hits der 80er zum Beispiel? Einen Hit hast du, glaube ich, auch. Hit der 80? Ach so, ja richtig. Auf Stichwort wird gegeigt. Thriller war. Ähnlich war es. Hast du einen Lieblingssong auf dem Album? Kann man überhaupt einen finden? Ein Lieblingssong. Ich glaube, dass ein Song, der mir viel, viel Spaß gemacht hat, aufzunehmen, war What a Wonderful World. Und das war so eine Nummer, wo ich im Studio spontan überlegt habe, komm, die war gar nicht auf dem Zettel drauf. Also ich hatte mir da auch nicht früher Gedanken drüber gemacht. Und ich habe mich einfach mit Frank van der Heijden, dem Produzenten, hingesetzt, Mikrofon angemacht und wir haben das eigentlich... Es ging super, direkt auf der Geige.
okay, wir nehmen es direkt auf und 10 Minuten später war es fertig. Ja. Gerade habe ich gedacht, heute hätte ich unsere Zuschauer mal gerne, das ist, wenn man so nah ist deiner Geige, das ist Ja. nochmal ein ganz anderes Gefühl. Es ist was anderes, als Ja. wenn es übers Ja. Mikrofon abhört. Irre. Und ich wollte Ja. jetzt gerade sagen, das Toll. gehört zu dieser Wonderful World eben auch dazu, dass man Live-Musik hat. Also das gehört irgendwie zu uns und zu dieser Welt dazu. Und es ist total schön, dass du es heute für uns möglich gemacht hast. Das mache ich sehr, sehr gern. Wir sprechen gleich nochmal in der Ich hoffe, Stunde. bald Das auch mal sogar- wieder in der Halle. Oh ja. Das hoffen wir. Dann reden wir übrigens auch gleich nochmal, was noch deine Pläne sind und welche Touren möglich sind. Danke erstmal, David.